Tänään tehtäisiin jotain tähän kauniiseen joulutunnelmaan kuuluvaa, eli heitettäisiin joulutähtiä uuniin, että saataisiin vähän suutkin makeaksi näitä juhlia odotellessa. Всъщност май изобщо не ме разбрахте. Извинявам се. Имах предвид, че ще правим нещо коледно, или коледно и коледно, по-скоро българско традиционно. За първи път ще се опитам да направя баница. Искрено се надявам да ми се получи. Мамо, ако гледаш и не стане, извинявай. Но все пак първия път, нали, да, както е. Eigentlich, ihr habt mich gar nicht verstanden, oder? Sorry. Es geht darum, ich war in Finnland geboren, aber ich bin auch in Bulgarien aufgewachsen. Ich habe euch gerade auf die beiden Sprachen begrüßt. Mein Name ist Kristina Huttunen. Heute zeige ich euch, was macht man zum Weihnachten und ich sage ein paar Sachen zu dem, wie bei mir zu Hause Weihnachten gefeiert wird. Meine Mama ist aus Bulgarien, mein Vater ist aus Finnland und so haben wir viele verschiedene Traditionen, die gemischt werden. Alle ihr würdet sagen, dass ja, der existiert nicht, bla bla. Nope, nein. Könnte man denken, aber eigentlich gibt es einen Weihnachtsmann, der in Rovaniemi in Finnland lebt. Da gibt es so ein ganzes Weihnachtsland, wo man ihn besuchen kann und viel Spaß haben kann. Auf jeden Fall muss ich jetzt zugeben, ja, vielleicht bringt er nicht die Geschenke, aber der ist trotzdem da. Normalerweise bei uns feiert man immer am 24. am Abend Weihnachten, also bei mir zu Hause zumindest. Und als wir noch in Finnland waren, hat mein Vater an dem Abend ein SMS bekommen, angeblich dann später von meinem Bruder. Auf jeden Fall, da stand, ja, alle Geschenke sind schon im Keller, die warten auf euch mit viel Liebe, Weihnachtsmann. Ich war voll begeistert, mega geil, wir gehen gleich unten, einen Riesensack voll mit Geschenken, war super. Also, erstmal machen wir was Bulgarisches. Bei mir zu Hause macht man das normalerweise zum Silvester, ich habe aber gesehen, dass Leute das zum Weihnachten machen. Natürlich wird sich jeder Bulgarier jetzt sagen, ach, die macht wieder Banica, aber ja, Banica gehört zu dem Tisch, jeder weiß das, ist super lecker, relativ einfach, deswegen passend zu unserem Format jetzt. Es sieht erstmal so, wenn es noch roh ist, also noch Hälfte die Sachen fehlen. Wir haben hier Filoteig, sehr feines Teig. Das ist eigentlich ein bisschen was dicker, was ich jetzt erwartet habe. Also in meiner Auflaufform habe ich das bisher jetzt erstmal gründlich geölt, damit nichts klebt oder brennt. Ich nehme so ein Stück und dann habe ich einfach Spaß damit. Ich mache es so. Und da ich jetzt keinen Platz mehr habe, aber man kann es einfach so drücken und dann was mehr noch reinpacken. Das geht jetzt erst im Ofen, bis es so eine goldene Farbe bisschen bekommt. Ich probiere es mal jetzt beim 200 Grad für ich weiß nicht wie lange, gleich wenn es so gut aussieht. Und dann zeige ich alle euch, wie man die Reste von der Mischung für hier macht. Im Originalrezept, wo es so ganz groß ist, braucht man 6 Eier. Deswegen, ich würde mal sagen, dass wir 2 Eier benutzen. Hoffentlich. Mal schauen. Bei so einem großen Banica benutzt man 500 Milliliter Milch. Ich mache es jetzt so einfach augenweise, also das muss schon flüssiger werden. Das war Joghurt. Dann augenweise, ich mache jetzt nur einmal so mit Salz, da es ein kleineres Banica ist oder von mir aus noch ein bisschen. Und wir noch Feta-Käse haben, also das wird schon salzig, darf auch sein. Und öfters, wenn man Salz benutzt, soll man auch ein bisschen Zucker benutzen. Also wenn es ein bisschen
bisschen hektisch aussieht, dann kann ich nur sagen, dass eins habe ich von meiner Mama gelernt, nie nach einem Rezept zu kochen. Jetzt haben wir unsere Mischung gut gemischt. Und wir können mal auch Feta-Käse hinzufügen. Ich nehme es einfach so mutig mit der Hand. Probieren wir. Geil. Warum Banitsa eigentlich so traditionell ist oder so eine Rolle hat beim Festen, ist, weil innen in dem Banitsa noch kriegt man so kleine Glückwünsche, die in der Alufolie verpackt sind. Da zum Beispiel gibt es Geld, Gesundheit, Glück, Erfolg und alles eins, was normalerweise man immer vermeidet, ist ein neues Baby. Ja, je nach dem Alter. Und jetzt? Ja, jetzt hat schon Farbe. Jetzt können wir nur hoffen, dass es fertig ist. Wie ich vermutet habe, gibt es ein bisschen zu viel von diesen flüssigen Mischung, aber es wird trotzdem lecker. Glühwein, wie in Deutschland, gibt es eigentlich auch in Finnland, aber in Finnland nennt man das Glöggi. Was ich genau jetzt vermisse, ist die richtige finnische Sauna. Traditionell geht man am Weihnachten in den Sauna und dann geht draußen völlig nackt in den Schnee und feiert, bis man nicht mehr laufen kann vor Kälte. Nobody does that. Jetzt haben wir was Finnisches. Ich würde mal sagen, das ist sogar einfacher. Es ist was Süßes. Und ich esse das selber sehr gern. Wir haben hier ganz normal Blätterteig. Ich habe hier jetzt ein bisschen Mehl, damit es nicht klebt. Machen wir das ein bisschen flatter, dann im Ofen, dann wird es luftiger, wenn man das so im Voraus bearbeitet. Die sind genannt Joulutähti. Das heißt Weihnachtsstern, weil normalerweise macht man die so eine Sternform wie das hier. Aber ich zeige jetzt, wie man die noch in vielen anderen Formen machen kann. Ich zeige mal erst, wie man das ganz klassische Form macht. Man nimmt ein Messer. Was die jetzt so süß macht, ist, dass man Marmelade damit benutzt. Öfters ist es Pflaumen- oder Apfelmarmelade. Jetzt zum Glück haben wir sogar die beiden gemischt. Also gehen wir voll traditionell. Wir nehmen ein bisschen. Müssen wir das. Okay. Das sollte nicht passieren. Lassen wir ein bisschen in der Mitte. Was man mit der Marmelade aufpassen sollte, ist, dass man will was Festeres finden, nicht so Flüssiges, weil beim Backen dann geht's überall.
bekommen jetzt Marmelade in der Mitte. Wenn die fertig sind, kann man dann auch Puderzucker drauf strahlen lassen, machen. Wie heißt es? Ist jemand Deutscher? Kann mir jemand sagen? Nein, nicht niemand. Drauf schmieren? Drauf, nee, schmieren oder so. Streuen. Streuen. Man kann dann Puderzucker drauf streuen. Streuen. Frühmorgens kocht meine Mama Milchreis. Das isst man zum Frühstück mit Zucker und Zimt drauf. Dann normalerweise lässt man einen Mandel im Topf und der den Mandel in seinem Frühstück dann hat, dann soll Glück das ganze nächste Jahr haben oder irgendwie sowas. Natürlich hatte ich immer den Mandel. Ich war sehr froh drauf, ich war sehr stolz drauf, bis ich ein bisschen älter geworden bin und dachte ich mir, so viel Glück habe ich nicht. Bei mir zu Hause wird es so gemacht, dass am 24. bis Mitternacht oder spät abends haben wir nur diese Gerichte ohne tierische Produkte am Tisch. Aber da in finnischer Tradition muss man ein Riesenstück von Schweinefleisch vorbereiten, was man den ganzen Tag im Ofen hat und alles. Das lassen wir uns dann nach der Mitternacht. Also trotzdem folgen wir die beiden Traditionen so gut wie möglich. Bei meiner Familie normalerweise feiert man am meisten am 24. Ein paar Tage davor werden Essen vorbereitet, je nachdem wie viele Menschen kommen, was genau wollen wir machen. Ansonsten am 25. müssen wir einfach rumlegen, weil wir den Tag davor so viel gegessen haben. So, jetzt habe ich den ganzen Teig verbraucht, was ich hier gehabt habe. Ich mache noch ein bisschen was Ei drauf. Jetzt sind wir fertig mit unserem Panica und unsere Joulutahlet. Also wir haben was Salziges und was Süßes. Sollen wir mit dem Salzigen anfangen, wenn du willst? Sag mir erstmal, was denkst du da? Also erstmal von der Konsistenz her kann man schon mal irgendwie sehen, dass es Käse ist. Probieren wir mal. Oh mein Gott, das ist stark. Hast du gehört, Mama? Ich habe es nicht so falsch gemacht, wie du dachtest. Sehr gut. So, und sollen wir was Süßes ausprobieren? Jetzt gleich? Ja, warum nicht? Man Obwohl es sehr einfach ist, ich würde mal schon sagen, dass es sehr lecker ist. Aber Ja, Blätterteig und Marmelade stimmt. Danke für das Zuschauen. Hoffentlich probiert ihr auch die Rezepten. Und alle wünsche ich dann Vesela Koleda, hyvää joulua und die schönste Weihnachtszeit. Ciao! In Bulgarien ist das... Sorry! No problem. Tip tap, tip tap, tippe tippe tip tap, tip tap. Soidut sammuu, kaikki väki Nee. Ihr wollt, aber ich werde euch nicht singen. Kaikki väki nukkuu, väki nukkuu. Ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht.